Ihr Lieben, wir bleiben mit unserem Thema der Reformation. Der großen 5 Wahrheiten, die die Reformation uns gegeben hat. Na, die Reformation hat uns so viel gegeben. Aber ich habe das auf diesen 5 Hauptwahrheiten eingeschränkt, damit wir gemeinsam diesen Bausteine des Reformations für uns heute neu anschauen und dass wir in diesen 5 Wahrheiten, Hauptwahrheiten, die der Reformation geprägt hat, auch heute eine neue Reformation erleben dürfen. Sieh, Reformation heißt nur, das anzuschauen, was ist und was könnte vielleicht besser, anders. Was möchte Gott erquicken? Was möchte Gott hineinbringen mit seinem Geist? Neues Leben in das, was wir tun, damit es eine neue Bedeutung für uns und für die Menschen um uns herum haben kann. So bis hier, wir haben Sola Gratia studiert, allein der Gnade. Sola Fide, allein der Glaube. Und heute Morgen Sola Scriptura, allein der Schrift oder allein das Wort. Gottes Wort ist so außergewöhnlich. Und als wir in die allererste Woche, als wir das anschauten, wir haben einige Punkte über alle diese 5 Hauptgedanken gesagt. Aber heute Morgen, ich möchte ganz spezifisch auf die übernatürliche Wirkung Gottes durch seinem Wort in unser Leben. Weil wir werden sehen heute Morgen, es ist ein Schlüssel, dass wir verstehen, dass alles, was Gott tut, hat seinen Ursprung in seinem Wort. Und wenn sein Wort einen neuen Stellenwert hat in dein Leben, du wirst deine Bibel völlig anders anschauen, völlig anders lesen, völlig anders studieren. Weil im Grunde genommen, Gottes Wort ist sein Wille uns Menschen gezeigt. Gottes Wort ist die Art und Weise, wo Gott hauptsächlich zu dir und zu mir redet. Und Gottes Wort ist voll von sein Leben. Jesus sagte, meine Worte sind Leben und die sind Geist. Ich möchte hier Martin Luther selber zitieren. Er sagte, Herr, du hast mir dein Wort gegeben und mich angenommen unter die, die dein Volk sind, die dich erkennen, loben und preisen. So gib nun Gnade, dass ich bei deinem Wort bleibe. Mach es so licht und hell in meinem Herzen, dass viele Trost und Freude davon empfinden. Und eine der ersten Predigen in dieser Art und Weise, die mein Leben völlig verändert hat und mir eine neue Wertschätzung für Gottes Wort gegeben hat, war diesen Gleichnis vom Seemann und Samen. Da werden wir sehen, wie wichtig Gottes Wort ist für uns Menschen. Weil alles in das Reich Gottes fängt an mit Gottes Wort. Now, Gebet ist wichtig, weil Gebet macht uns fähig zu hören und zu verstehen und aufzunehmen, was Gottes Wort uns geben möchte. Aber von Gottes Seite, alles hat angefangen mit seinem Wort. Und Jesus gibt diesem Gleichnis, und diesen Gleichnis findest du in 3 verschiedenen Orten. In Matthäus Kapitel 13, in Markus Kapitel 4, in Lukas Kapitel 8. Now, ich habe das auch heute Morgen für mich persönlich gelesen. Lies den letzten Satz in Johannes Evangelium. Wenn du nach Hause kommst, lies das. Johannes hat gesagt, wenn alles, was Jesus gesagt und getan hat, wurde aufgeschrieben, ich glaube nicht, dass die Bücher in dieser Welt könnte das alles fassen, was wir erlebt haben in diesen 3 Jahren. Und der Geist Gottes hat uns erlaubt, durch, sei es Matthäus Siegweise oder Markus Siegweise oder Lukas Siegweise, unterschiedliche Schattierungen von was Jesus sagte, in einer anderen Perspektive zu hören. Du wirst keinen Widerspruch finden, du wirst nur Ergänzungen finden. Und es ist eine interessante Art und Weise, wie man die Bibel studieren kann, bestimmt die Evangelien. Du kannst, was wir nennen, the Parallel
Evangelien studieren. Schauen dasselbe Berichte an von Johannes oder in Lukas und Matthäus, war öfter, du wirst merken, dasselbe Begebenheit, aber es wurde von einem anderen Aspekt, von einem anderen Schreiber. Aber alle diese Schreiber haben nicht aus ihrem Gedächtnis geschrieben, die wurden von Gottes Geist bewegt, um uns das Wort zu bringen. So, wir legen diese 3 Berichte, Matthäus, Markus und Lukas, nebeneinander. Und wir werden hier sehen etwas Wunderbares für uns. Jesus hat diesen Gleichnis gegeben und er war in einer großen Masse von Menschen vor ihm. Später kamen seine Jünger zu ihm und sagten 2 Dinge. Nummer 1, was hast du gemeint mit diesem Gleichnis? Und Nummer 2, warum redest du immer in Gleichnisse? Na, was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis, schlicht und einfach gesagt, ist ein natürliches Beispiel, die uns geistliche Wahrheiten vermittelt. Und deswegen für die damaligen Elite unter das Volk Israel, die hatten es schwer mit Jesus. Weil die wollten irgendwie etwas Hochgehendes, Philosophisches hören von ihm. Und er kommt mit das Wort, das Königreich Gottes ist wie eine Same, die in die Erde fällt und stirbt und wächst und niemand versteht das. Aber es wächst trotzdem. Und die haben gedacht, was? Und die einfachen Menschen haben gedacht, wait a minute, das tue ich jedes Jahr. Wer hat das erwähnt? Und obwohl ich nicht den wissenschaftlichen Aspekt von wie einen Same aufkeimt und in einen vollen Frucht hervorkommt, vielleicht verstehe ich all das nicht, aber eins verstehe ich. Wenn ich meine Arbeit tue, irgendwie, Gott gibt Gedeihen und ich werde Frucht essen. Ich will eine Ernte reinbringen und das ist genug für mich. Und so ist das mit Gottes Reich. Jesus wollte, dass die einfachen Menschen den Tiefgang von Gottes Gedanken verstehen könnten. Aber Jesus hat diese Aussage gemacht. Und in Vers 15 vom Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, er sagte, ich rede in Gleichnisse, aber hier ist ein Problem. Das Volk, sie wollen nicht enden und umkehren, darum kann ich ihnen nicht helfen. Wir werden sehen, am Ende von allem, es kommt darauf an, wie du hörst und was du hörst. Beides. Sieh, diese 2 Ohren hier sind nicht Mülltonne für alle Klatschen, alle negative Reden. Diese Ohren sind wie ein Tür für deine Seele, in deine inwendige Mensch. Und du musst aufpassen, was lasse ich rein? Und dann nicht nur was, sondern wie höre ich das, was ich höre? Was und wie? Wir kommen dorthin, weil das war eine Aussage Jesu am Ende von dieses Gleichnis. In Markus Kapitel 4, Vers 13, Jesus sagte Folgendes. Aber er sehe, dass auch ihr diesen einfachen Vergleich nicht verstehen habt. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Jesus sagte, wenn du diesen Gleichnis nicht verstehst, dann all die anderen bleiben ein Rätsel. Wenn du diese aber verstehst, wirst du beginnen, alle Gleichnisse zu verstehen. Sieh, du kannst das negativ oder positiv interpretieren. Du kannst hier sagen, well, sorry, du bist hoffnungslos. Wenn du hier das nicht verstehst, keine Hoffnung für dich. Oder aber du kannst es umbiegen und sagen, wenn du dieser Gleichnis verstehst, das ganze Königreich Gottes und wie Gott ist und wie Gott zu uns kommt und wie Gott unter uns wirkt, ist verständlich für dich. Und so ist das. Und es fängt alles an mit das Wort. Jemand muss das Wort sehen. So lass uns dort beginnen. Wir werden das jetzt in Markus Kapitel 4, Vers 15 anschauen. Der Seemann sät das Wort. Now, in diesem Fall, Jesus ist der Seemann. Heute Morgen bin ich der Seemann. Ich pflanze der Samen von Gottes Wort in eurem Herzen. Und die 4 unterschiedlichen Gruppen von Menschen, die man hier findet, findest du jedes Mal in einer Versammlung, klein oder groß, wo immer das Wort verkündigt wird. Und wir werden gleich merken, das Wort hat keine Vorliebe.
Das Wort sagt nicht, ja, dieser Boden mag ich, die anderen Boden mag ich nicht. Aber doch das Boden von das Herz ist entscheidend, was das Wort bewirken kann. Aber das Wort ist das Wort. Es ist unparteiisch. Es kommt zu allen, die bereit sind zu hören. So pass auf, was du hörst und wie du hörst. Wir lesen das hier in Vers 15. Er sagte mit den ersten Gruppierungen von Menschen, mit dem festgetretenen Weg, auf den ein paar Körner fallen, sind die hartherzigen Menschen gemeint. Sie hören zwar Gottes Wort, aber dann kommt der Satan und nimmt ihnen alles wieder weg. Na, als ich das zum ersten Mal las, ich dachte, oh meine Güte, wenn das Teufel so machtvoll ist, dass er das Wort wegrauben kann, wir sind hoffnungslos. Bis ich begonnen habe, den Parallel-Evangelien anzuschauen. Wenn du hörst das in Matthäus-Evangelium, Jesus gibt uns ein bisschen Ergänzung. Und dann beginnt das man besser zu verstehen. In Matthäus-Evangelium, er wird solche Dinge sagen. In Vers 19, bei jedem, der die Botschaft vom Reich Gottes hört, sie aber nicht ernst nimmt, kommt der Satan und reißt die Saat aus seinem Herzen. Damit ist der gemeint, bei dem der Same auf den Weg gesät wurde. So die erste Gruppe von Menschen sind Menschen, die es nicht ernst nimmt. Aber die Schlachterübersetzung sagt Folgendes. Das sind Menschen, die sie nicht verstanden haben. Ich werde nie vergessen. Ich bin ein großer Vorlieber von diesem Gleichnis. Und ich habe immer gedacht, meine Aufgabe ist, das Wort zu verkündigen. Eure Aufgabe ist, das Wort aufzunehmen. Goodbye. Und ich werde nie vergessen, diese Aussage in Matthäus wurde plötzlich in mein Herzen lebendig in einem neuen Licht. Ich habe das in der Schlachtübersetzung gelesen. Wenn sie es nicht verstehen, dann kommt Satan alsbald und raubt das Wort. Und Gottes Geist sagt zu meinem Herzen, John, das ist jetzt deine Verantwortung. Wenn du es nicht verkündigst, damit die Menschen es verstehen kannst, dann bist du schuldig, dass der Teufel das Wort weggeraubt hat. Ich habe Schluck zweimal gemacht. Plötzlich es ist nicht mehr mein Bier, ich habe euch das Wort gegeben, Einstellung, das war meine Einstellung. Es war so nett zu reisen. Ich musste nicht mit Menschen leben. Komm rein, predige das Wort. Alle sind entweder happy oder sauer. Und ich gehe nach Haus. Und dann Gott sagte, sei Pastor. Dann beginnst du mit Menschen zu leben. Und dann eines Tages diese Offenbarung, dieses Lied. Es liegt auf meinen Verantwortung für uns als Verkündiger, dass wir alles dran setzen, das Wort verständig zu machen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird der Teufel eine offene Tür haben. Menschen werden es nicht ernst nehmen. Sie werden sagen, was soll das Ganze bedeuten? Es hat keine Relevanz für meinen Alltag. Wozu soll ich das alles anhören? Und obwohl das Wort ist Gottes Kraft, die zu uns kommt, Gottes Antworten auf unsere Probleme, der Mensch wird nie es erleben. Und allermeiste Schuld ist auf der Prediger. An dem Tag, wo Gott mir das gesagt hat, ich habe alles geändert. Das Erste, was ich begonnen habe zu tun, war, ich habe meinen eigenen Predigen angehört. Das war eine Herausforderung. Ich kann euch garantieren, du fragst die meisten Pastor, hörst du deine eigenen Kassetten an? Die werden gleich, CDs heutzutage, ich bin ein alter Mann, Kassetten war in uralten Tagen bei Fred Flintstone. Hörst du deine MP3s an? Dein Podcast an, die werden gleich sagen, oh na, das könnte ich nicht tun. Aber du erwartest, dass deine Versammlung das ständig hörst? Sieh, nur dann wirst du lernen. Mache ich das verständlich? Kann Menschen etwas Gutes rausnehmen? Weil wenn nicht, das Wort hat die Fähigkeit, dieses Mensch zu verändern. Aber wenn es nicht verstanden ist, wenn es nicht ernst genommen ist und allermeiste Schuld ist bei der Verkündiger. Schuldig. Aber es war für mich auch befreiend. Gott
wollte mir helfen. Und Gott möchte uns als Verkündiger helfen. Für dich als Verkündiger in deiner Welt, wenn du mit Menschen redest über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Du bist in dem Augenblick ein Seemann. Und du musst nicht alle Antworten haben, du musst nur ehrlich weitergeben, was du von Gott erlebt hast. Und schau, was Gott daraus macht. Ehrlichkeit und Offenheit ist das Ausschlaggebende. Na, es gibt eine zweite Gruppe von Menschen. Hier schauen wir das an in Vers 16. Auf steiniger Boden gesät. Gleicherweise, wo auf steiniger Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, alsbald mit Freude aufnehmen. Wenn Leute kommen in die Gemeinde und sind total happy, oh John, das war der Beste, du bist das Beste seit Popcorn und Halleluja, dann weiß ich, oh, pass auf. Es könnte sein, das wird hier zutreffend sein. Es heißt hier, welche das Wort, wenn sie es hören, alsbald mit Freude aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Hernach, wenn Trübsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willens, nehmen sie alsbald Anstoß. Now, diese Aussage offenbart uns so viel. Probleme kommen, weil du beginnst, Gottes Wort anzunehmen. Sorry. Du dachtest, dass alle deine Antworten und alle deine Segnungen und alles wird schön und glatt und rosy sein. Gott möchte dir helfen, Gott möchte dich segnen, aber Anfechtung und Verfolgung werden entstehen, wenn du beginnst, Gottes Wort anzunehmen. Comes with the package. Du kannst kein Christ sein, wenn du nicht bereit bist, dein Kreuz auf dich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. It comes with the package. Alle, die gottselig oder mit Gott wohlgefällig leben wollen, die werden Verfolgung, die werden Trübsal, die werden Herausforderungen haben. Warum? Weil wir einen Feind haben in der unsiegbaren Welt. Und er möchte alles dran setzen, dass wir Gottes Wort nicht ernst nehmen. Warum? Weil dann kann er das wegrauben. Sieh, warum war die Reformation so notwendig? Damit das Wort wieder unter den Menschen kommen könnte. Weil alles fängt an mit das Wort. Jesus kam, um das Wort zu sehen. Es ist gut, das Wort mit Freude aufzunehmen. Aber du musst eins verstehen, du brauchst Wurzel. Deswegen musst du wissen, wo gehe ich zur Gemeinde? Sieh, wo du zur Gemeinde gehst, ist lebensentscheidend. Nicht nur wegen der Nettigkeit der Menschen oder der schönen Umgebung oder der Bequemlichkeit, weil das ist nur 5 Minuten von mir zu Fuß. Was hörst du dort? Was bekommst du? Weil das wird dein Leben entscheiden. Wie Gott wirken oder nicht wirken kann, ist abhängig von seinem Wort in dein Leben und nicht den netten Menschen um dich herum. Wir wollen nette Menschen sein. Wir wollen eine schöne Umgebung sein. Und wir wollen es so einfach machen wie möglich. Aber ehrlich gesagt, wo ich mich entschieden habe, zur Gemeinde zu gehen, war hauptsächlich wegen des Wortes. Ich weiß, dass ich bin bedürftig, Gott zu kennen. Und es ist sein Wort, der mein Leben fruchtbar für Gott machen wird. Nichts anderes. So, es braucht Zeit, Wurzel zu haben. Du kannst kein Wurzel wirklich runter tief schlagen, wenn du bist wie eine kleine Pflanze in einem Topf und du hüpfst vom einen Ort zum nächsten Ort, von einer Konferenz zum nächsten Konferenz und du bist ein großen Gänsehaut, die unterwegs bist mit lauter Freude von Gott, aber du hast keine Wurzel. Es ist Wurzel, die uns Stand gibt in einem Sturm. Weil Trübsal und Anfechtungen kommen wegen des Wortes Willens. Sei nicht überrascht, du bist vorgewarnt. Sag nicht, von woher ist das gekommen? Jesus hat gesagt, weil du Gottes Wort beginnst anzunehmen. Aber es ist dasselbe Wort, der dich durch diese Schwierigkeiten hindurchbringt. Und auf der anderen Seite wirst du anders sein und Gottes Segen und Herrlichkeit erleben. Muss ich auch sagen, okay? Lass uns zu der nächsten Gruppe gehen, der dritte Gruppe. Die Leute, die erlauben, an den Dinge hineinzudringen. Markus Kapitel 4, Vers 18. Anderen sind, bei denen unter die Dornen gesät wurde,
das sind die, welche das Wort hörten. Na, ist es interessant, alle hörten das Wort. Der eine hat es nicht ernst genommen, vielleicht war es der Schulterprediger, weil er hat es nicht ernst gepredigt, nicht klar und deutlich. Und Satan hat es beraubt, es ist wie steiniger Boden. Das Wort ist dort gesät, leider kein Frucht. Die anderen hat das gehört, aber war nicht reif genug. Die ist nicht dran geblieben, um Wurzel zu haben und es ist wetterwendig. Das heißt, hey, wenn das Wetter gut ist draußen, dann ist alles wunderbar. Wenn es regnet, wow, was für ein schlechter Tag. Und so leben sie ihr Leben vom Gefühle her, vom Umstände her. Und die haben kein Wurzel. Und auch hier kommt eine andere Gruppe, sie hören auch das Wort ist reingekommen, aber das Wort wird jetzt erstickt. Wie könnte das sein? Anderen sind bei denen, die den Dornen gesät wurden, das sind die, welche das Wort hörten, aber die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Schau, was für ein Wortschatz Jesus hier benutzte. Das Wort ist gedacht für dein Herz. Das ist der Boden, der inwendige Mensch. Und es wird reinkommen. Aber entweder wirst du das loslassen und der Teufel nimmt es weg. Oder du wirst das loslassen, weil du hast kein Wurzel. Oder du erlaubst etwas anderes wie Unkraut in deinem Herzen hineinzukommen. Und Jesus sagt, was dieses Unkraut ist. Na, wenn du einen Garten hast oder du hast Blumen in deinem Garten, du weißt, was ich meine. Immer lästig. Was ist das Problem? Ich gehe draußen, ich muss den Unkraut rausholen und 3 Wochen später muss ich das nochmal machen. Wenn ich meine schönen Blumen da genießen möchte, muss ich die Unkraut rausholen. Und das Unkraut, die uns unfruchtbar machen mit Gottes Wort, sind hier genannt. Die Sorgen dieser Weltzeit. Jesus hat gesagt, sorget um nichts. Gott weiß, was du brauchst. Lerne auf ihn zu vertrauen. Lerne zu ihm zu gehen. Lerne Gebet auszuüben. Weil Gott wird deine Gebete erhören. Oder den Betrug des Reichtums. Paulus hat Timotheus, er hat sogar ihn gewarnt, sagt die Leute in der Gemeinde, die reich sind, dass sie nicht ihre Hoffnung in die Unbeständigkeit des Reichtums setzen. Gerade jetzt, der DAX ist Wahnsinn. In 2 Wochen, wer weiß. Gold hat so viel Wert. In einem Monat, wer weiß. Dinge, die Menschen glauben, können nicht bewegt sein, kann sehr schnell bewegt sein. Nur Gott ist unbeweglich. Nur das Reich Gottes, nur das Wort ist unbeweglich. Und wir haben ein Königreich, die man nicht bewegen kann, hat der Schreiber im Hebräerbrief gesagt. Und es kam zu uns durch sein Wort. Aber wenn du erlaubst, dass Gier oder dieses falschen Gefühl von Sicherheit. Ich habe jetzt so viel Erspartes. Jetzt wird auch alles okay sein. No. Deine Zuversicht, was du lernen, ist zu wissen, wer dein Gott ist. Weil der Reichtum dieser Welt ist unbeständig. Es ist täuschend. Gott möchte uns segnen. Gott möchte, dass wir sparen. Gott möchte, dass wir völlig versorgt sind. Aber wenn unser Vertrauen ist in unsere Substanz, dann haben wir ein Problem. Deswegen ist ein Opfergabe so wichtig für uns Christen. Es gibt uns Woche für Woche, Gottesdienst für Gottesdienst eine Chance, wieder loszulassen und zu deklarieren, mein Vertrauen ist nicht in mein Geld, mein Vertrauen ist in Gott. Wir brauchen das. Es ist nicht, dass Gott unser Geld braucht, wir brauchen das. Sonst dieser Betrug des Reichtums wird das Wort ersticken. Oder, wie er sagte, das 3. Bereich, die Begierden nach anderen Dingen. Du weißt, wie es ist. Ich muss das Auto haben, ich muss das haben. Du hast es 2 Wochen lang und es ist langweilig. Ja. Ich muss diese neue Kleid haben oder diesen neuen Anzug haben. Sehr unbefriedigend. Es ist nur in dem Moment. Und nichts gegen das Auto, nichts gegen das Kleid, nichts gegen den Anzug. Aber wenn das die Quelle ist von deiner Freude, es wird flöten gehen, sehr schnell. Und so, wenn du immer, ich muss haben, dieses Habgier, wird dein Leben so
vorantreiben, es wird das Wort ersticken. Und es kann nicht das bewirken, was Gott tun möchte. Aber wir kommen hier zu das Ende. Und jemand sagt, Amen. Vers 20. Die aber auf das gute Erdreich gesät sind, das sind die, welche das Wort hören. Hört jemand das Wort heute Morgen? Na, hier, hört das an. Und es aufnehmen. Nimmst du das auf heute Morgen? Gut. Und Frucht tragen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Auch dort gibt es unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Wachstummen, wie wir Gott erleben können, wie sein Wort in unser Leben Frucht hervorbringt. Das ist ein Geheimnis hier. Und wenn du nicht den Parallel-Evangelium, wenn du nicht dasselbe Evangelium anschaust in Lukas, wirst du es verpassen. Wie könnte der vierte Gruppe Frucht hervorbringen? Well, lesen wir das in Lukas Evangelium. Es heißt in Vers 15, Lukas 8. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in Geduld. Eine andere Übersetzung sagt, das Wort bereitwillig und aufrichtig aufnehmen oder annehmen. Sieh, deine Einstellung ist das Ausschlaggebende. Jesus hat es gesagt in Matthäus Evangelium. Ich wollte denen helfen. Ich habe sogar im Gleichnisse gelehrt, damit sie das durchblicken. Aber die wollten sich nicht ändern und sie wollten nicht mein Wort annehmen. Und ich konnte sie nicht helfen. Now, hier ist ein Hammer. Gott kann Menschen nicht helfen, wenn sie nicht bereit sind, sein Wort zu hören und aufzunehmen und Veränderung zu bejahen. Habt ihr das gehört? Gott, der Allmächtige, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist nie fähig, weil er hat sich entschieden, sein Wille auf keinen zu zwingen. Er möchte unsere Liebe haben, weil wir ihn erkannt haben, wie er wirklich ist. Er möchte, dass wir sein Wort aufnehmen, weil wir merken, wie wunderbar sein Wort ist. Sie sahen eine Sendung von Gospel Life Center. Unser Gottesdienst findet sonntags um 10:15 Uhr statt. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten haben möchten, sind wir erreichbar unter der Telefonnummer 089 943 850 30 oder besuchen Sie unsere Website www.gospellifecenter.de. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Wir beten